Aber gut, wenn sie wollen. Wir wissen nicht, womit sie sich anlegen. Dann kommt mal her. So. Und jetzt? Was war das? Der mit seiner Panzerfaust da hinten, den kriege ich auch noch. Sterb doch, jawohl. Ey. Na, jetzt bist du dran. Ne? War wohl nix. Mein Gott, ey. Schöner Raketenwerfer. Ach, das habe ich nicht mehr bekommen. Da liegt ja noch was. So, und weiter. Da vorne geht's lang. Ne, die nächsten. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Diese Waffe ist der Hammer. Ich liebe diese Waffe ja jetzt schon. Tut mir leid für Mistral, dass wir sie umgebracht haben, aber... Ja. Zu unserem Besten war es ja nur. Ein B-Rang. So schlimm war es doch gar nicht. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Hätte ich dich fast aufgeschlitzt, Kumpel. Aha. Ist klar, ne? Boah. Komm schon. Ach, 2 davon auch noch. Nee. Nein. Mistviecher. Zack, 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 zack. Geschnetzelt ist. Ah, nee. Von allen Seiten werde ich hier beschossen, Mann. Na komm. Oh je. Ich muss näher ran. Ja, so wird das nix, so wird das nix. Aber so. Du gehörst mir. Auch erstmal ein bisschen was abschnetzeln. Und jetzt zu dir. Bleib doch mal in meiner Nähe. Dann geht's dir schlecht. So. Und jetzt wieder zu dir. Immer schön Bäumchen wechsel dich. Komm, komm, komm. Jawohl, so geht das. Und tschüss. Jetzt noch du. Einer noch übrig, aber der ist auch schon viel eingesteckt. Der kann nicht mehr allzu lange aushalten. Na komm, 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 komm. Jawohl, abgeblockt. Jetzt hab ich dich. Ich wusste es. So ist fein. Super Sache. Oh, was haben wir da? Nee. Egal. Das sind doch welche. Jetzt zack, 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 weg. Und jetzt bist du auch noch dran. Ba, 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 ba. So läuft's. Oh, wir haben die Laterne abgesägt. Auch nicht schlecht. Ah, da ist noch eine Kiste. Was haben wir hier? Kiste holen wir gleich. Oh, die haben uns gesehen, glaube ich. Nein, 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 nein. Ach, ich hau ab. Ja, Leute, vielleicht habt ihr den kleinen Schnitt jetzt gemerkt. Meine Playstation hat sich gerade verabschiedet und ist einfach mal ausgegangen und fing rot an zu blinken. Ja, da habe ich im Internet geguckt und das ist ein ganz, ganz blödes Zeichen. Die läuft zwar wieder, aber es kann sein, dass sie mir innerhalb der nächsten Woche so mehrere Internetberichte, dass sie mir leider abschmiert. Ich hoffe, dass das jetzt ein Einzelfall war, dass es hier vielleicht an der Hitze lag. Obwohl ich nichts verändert habe seit
mehreren Jahren. So, dem geben wir es aber richtig. Schöne Sache. Ja, ich hoffe, das klappt. Ansonsten... Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Hallo? Oh, da. Gucken wir, was er macht. Ich hoffe, die geht jetzt nicht wieder einfach aus, weil das ist jetzt schon ziemlich doof. Und ich musste auch noch bis hierhin neu spielen, hab das Ganze jetzt in der Cloud gespeichert. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. Ja klar, gehen wir dahin. Wir kämpfen gegen die. Ich habe das jetzt in der Cloud gespeichert. Falls sie mir abschmiert, hole ich mir sowieso eine neue billig irgendwo bei eBay oder so. Und ja. Na dann komm. Und damit ich dann das Let's Play fortsetzen kann, habe ich da ein Backup von dem Save Game gemacht. Weil es wäre ja richtig übel, wenn das jetzt irgendwie daran hängt, dass ich hier nicht weitermachen kann, oder? Ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt alles hier wieder neu zusammenschneiden muss, damit es hier funktioniert beim Rendern, immer ganz toll, aber ja, kann man nichts machen. Ist halt schade, aber was steckt man nicht drin, ist halt Technik. Oh, Kampfrang S. Perfekter Kampfrang. Das hat sich doch gelohnt. Das soll uns aber nicht den Spaß verderben, nur falls das Bild wieder weg ist. Ja, dann wisst ihr Bescheid warum. Das ärgert mich tierisch. Weil die ist schon alt. Also es ist eine der ersten PS3 gewesen. So. Das ist keine Slim oder sonstiges. Das ist noch eine von den fetten. Oh, hier ist aber nicht viel los, hä? Raiden, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know un great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot... You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those Mudaki are doing any more than you. Spasiba, Ja. Towarisch. Spasiba. Ich komme hier schon rein, wenn ich das will. So. Jo, genau. Das wollte ich gar nicht. Wir holen uns auch diese VR-Mission. VR-Mission. Virtual Reality. Und das ist noch gar nicht alles. Hier liegt auch noch was rum. Aber wir hätten auch einfach hierher gehen können. Da geht's nicht, weil ich glaube, wir reden mal mit den ganzen Leuten wieder. Da, falls die PlayStation zu heiß wird, vielleicht ist es ja nicht ganz so schlimm. Ne, Boris hatten wir gerade. Reden wir mal mit Kevin. Jesus, Raiden, this is a little over the top. I mean, I've seen you pull some shit before, but this,
You should know me better than that by now, Kev. I thought I did. Look, I know there's no legal way to stop World Marshal, but there has got to be an alternative to going on a rampage smack dab in the center of Denver. No alternatives, Kev. I'm getting those kids out. Raiden, that VR training, it's like what you did in Liberia? Judging by what Sundowner said in Mexico, yeah. That scientist called it the Sears program. After ex-President George Sears, a.k.a. Solidus Snake. Yep. Ironic that kid shares his name. Solidus trained child soldiers in Liberia while working as a CIA paramilitary. It's not a happy memory. All the drugs, the non-stop violence, it destroyed my sense of judgment completely. I was made to kill soldiers, POWs, civilians. Raiden. The next thing I know, Jack's back. I thought it was all in the past, but there I am, attacking a child. You didn't have any other choice. Other kids would have died. That's not the problem. I lost my cool back there. All I could do was think how much I wanted that guy dead. A lot of us would have done the same. Even if it meant killing George? He's not dead, though. Actually, he really digs his new body. Either way, I'm shutting this program down. Maybe they've got it better than me. They don't actually have to kill anyone in reality. But they're still going through the motions, having it pumped straight into their senses, just like real life. All right. Just give me a call if there's anything I can do. Sure. Ja, der gute Raiden. Was hat Courtney? Courtney. Wer ist Courtney? Da speichere ich, ne? Ich will nicht speichern. Reden wir mit dem Doktor. I trust you do not mind my telling George about you, Raiden. Could have done without that, Doc. He didn't need to know I was here. Well, there was no reason to conceal that from him. My intention was not to impugn you. He has a right to know. It's not as if he can simply fly over there and meddle in your affairs. It's throwing off my emotional balance, Doc. Things like that can negatively impact the mission, you know? However do you mean? You did the right thing, did you not? There's nothing to be ashamed of. George has the best body we can give him right now. And the rest of the children are also safe. And quite content, too, I should add. It was your quick decision-making that saves them, Raiden. George's body will require regular maintenance, not to mention a replacement upon reaching adult age. But the expense is more than worth it. You planning on signing him up with a PMC? Because that's the only job we're good for, far as I can tell. Oh, you are quite mistaken there. Just consider it. The power of a machine matched with the nimbleness and creativity of a human. The construction and public works possibilities alone are endless. I saw a news piece on German TV just the other day about a cyborg plumber, in fact. Let's not forget about elder care either. One needs great strength to bathe and care for the bedridden. But it's also very delicate work, if you follow. Not the sort of thing you'd leave to a machine. Sounds great. So long as we don't start replacing the old folks' bodies, too, just because they're old. A valid concern, yes. I recall reading a comic like that once. An old farmer created a cybernetic body to fight evil military scientists and so on. Yeah. But can't George do anything besides physical labor, though? Oh, he has every right to choose another path. If he opts not to take advantage of his body's physical strength, he's free to pursue academia instead. His body provides a completely ideal chemical environment for his brain, after all. I can certainly see how that would prove handy in the realm of higher education. The only problem would be how to cover the costs. The issue of student loan debt in the US is thorny enough already, even for normal students. Yeah. All this stuff's not just George's problem, though. All the other brains I'm gonna rescue will have to deal with it, too. Giving them bodies won't be the end of their problems. It'll be the beginning. Indeed. On a happier note, though, excellent work in bringing George's lower body back. Now he'll very likely be able to produce children in the future. Bravo! Super, wir haben den also in 2 Hälften geschnitten, den George, oder was? Aber er hat's ja überlebt und sein neuer Körper gefällt ihm. Dann reden wir noch mit dem Wolf. Your earlier actions were reckless, Raiden. Not to mention the damage to a perfectly good car. I knew the risks when I decided to go through with this. Besides, the car was mine. Maverick sold it to me. It's not meant for private use. It was made for ops like this. Regardless, your approach has proven most antagonistic. You are now a criminal, a public enemy.
enemy, a police-killing vigilante. Even if your actions reveal World Marshal's designs, you will be unable to avoid legal punishment. Probably not. But that's a price I'll have to pay. I gotta stop that VR program and get those kids back. I sealed my fate the second I attacked George. But George is not dead. In fact, he has obtained an even more versatile body than his previous one. I'm not talking about that. I'm talking about me. I was a child soldier in Liberia, like Miss Trawl said. I was a mentally deranged child. People feared me, called me Jack the Ripper. A result of the so-called Sears program. I thought I'd left it all in the past. But just like that, Jack came roaring back. This is why you are so driven to terminate the VR training. I understand. I will continue to Alles klar. cooperate. Copy that. Dann wollen wir jetzt mal dafür sorgen, dass es den Kindern besser geht.